Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Mehr als ein Drittel der Tote sind durch Herzerkrankungen verursacht. Das ist mehr als Krebs zum Beispiel. Allerdings gibt es für Herzerkrankungen keine Vorsorgeuntersuchungen. Das ist das, was wir ändern wollen. Insbesondere beim Vorliegen von Risikofaktoren, also Hypertonus, Bluthochdruck oder Übergewicht oder Diabetes, lohnt es sich, das Herz einmal genauer anzuschauen. Ganz generell gilt, sowohl mit den Risikofaktoren als auch mit Veränderungen des Herzens selber, früh gegensteuern lohnt sich. Wenn man erst dann reagiert, wenn sich die Herzerkrankung manifestiert hat, ist es sehr viel schwieriger, diese zu behandeln, als wenn man ganz früh eingreifen kann. Bei Herzblick fokussieren wir uns auf zwei zentrale Anteile einer Herz-MRT-Untersuchung. Erstens nehmen wir eine spezielle Technik zur Darstellung der Wandbewegung, mit der wir auch kleine Veränderungen auch auf regionaler Basis erfassen können. Zweitens untersuchen wir den Herzmuskel selber und schauen, gibt es zum Beispiel zu viel Bindegewebe, sind Herzmuskel durch fibrotische Zellen ersetzt oder gibt es Wassereinlagerungen oder Eiweißeinlagerungen zwischen den Herzmuskelzellen selber. Das sind frühe Anzeichen für eine Herzerkrankung, die man normalerweise nicht erfassen kann. Durch diese Fokussierung auf die zwei zentralen Bereiche wird die Untersuchung sehr kurz und benötigt auch kein Kontrastmittel. Eine Herzschwäche bedeutet, dass der Herzmuskel nicht mehr genug Blut vorwärts in die Organe pumpen kann. Dadurch werden diese mit zu wenig Sauerstoff versorgt und leiden langfristig darunter. Gleichzeitig wird auch die Flüssigkeit vor dem Herzen nicht mehr gut weggepumpt und das Wasser sammelt sich zum Beispiel in den Beinen oder in der Lunge. Darüber treten auch die typischen Beschwerden auf. Abnahme der Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, möglicherweise auch Gewichtszunahme und Ödeme in den Beinen. Allerdings kompensiert das Herz sehr gut für frühe Veränderungen. Das heißt, es kann zum Beispiel in der Querverkürzung dafür kompensieren, dass die Längsverkürzung weniger wird. Diese Kompensationsmechanismen und frühe Veränderungen des Herzmuskels selber wollen wir erfassen und damit einer manifesten Herzerkrankung vorbeugen.